Als ich am letzten Morgen meiner Reise an der Uferpromenade in Como stand, um noch einige Bilder für dieses Video aufzunehmen, beobachtete mich ein Angestellter der Stadtreinigung. Er war sichtlich belustigt von meinen Posen und ahmte sie nach. Die Situation war so komisch, dass wir beide lachen mussten. Als wir kurz ins Gespräch kamen und ich ihm erklärte, woher ich denn mit meiner Bicicletta, also meinem Fahrrad, hergekommen bin, fiel ihm plötzlich nur ein Wort ein. Minchia. An der Stelle übersetze ich das mal nicht, denn das Video soll ja judenfrei bleiben. Aber wenn ich so richtig nachdenke, hatte der Mann eigentlich recht. Das war nicht irgendeine Reise. Das war keine Radtour von A nach B. Das war eine Reise, die etwas mit einem macht. Und dann steht man, wie gesagt, an der Uferpromenade und schaut auf die langsam erwachende Stadt und beginnt so allmählich zu begreifen, was man eigentlich geleistet hat. What's pen on a paper? Just wait till you met her. And nothing is wrong, but something so off, and I don't know how to act. I feel like December, and not 'cause of winter. I've done it again, don't think I can win. What am I up against? I say that we're fine and all, 'cause we are, but where's that confidence? For someone who finds it hard to remember, where's that common sense? Schönen guten Morgen aus dem Saarland. Es ist noch ziemlich früh, es ist 6 Uhr am Morgen, aber heute steht ja auch eine lange Etappe an, 180 Kilometer bis nach Lahr im Schwarzwald. Und es sind auch 30 Grad gemeldet. Also besser früh starten, dann hat man mehr vom Tag, man muss nicht durch die Hitze. Fahrrad ist gepackt. Hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich denke, wir sollten nicht viel Zeit verlieren und gleich losfahren. Auf geht's! Nach wenigen Kilometern ging es bereits in den Varnt und somit zum ersten Grenzübergang nach Frankreich. Erste kurze Pause in Karlsbrunn, mitten im Varnt, nach etwa einer Stunde 25. 27 Kilometer sind schon gemacht. Läuft richtig gut. Die Temperaturen sind echt angenehm. Jetzt geht es gleich weiter nach St. Nikolaus und nach Nassweiler. Und in Nassweiler ist dann auch der Grenzübergang. Und dann sind wir schon in Frankreich für einen Großteil des Tages. Der Weg nach Saaralb war relativ unspektakulär, aber immerhin wartete dort die erste Kaffeepause auf mich. Okay, die Kaffeepause ist gemacht. War gerade eben hier in einem kleinen Café und Wasser nachgekauft, weil es wird so langsam ein bisschen warm. Wie gesagt, ich bin jetzt in Saaralb. Und jetzt geht es weiter in Richtung Saunion und dann Richtung Salzburg und Saverne. Jetzt kommen noch ein paar Anstiege bis Saverne. Bis jetzt läuft es richtig gut. Bin jetzt ungefähr 3 Stunden unterwegs und habe jetzt ein Drittel der Strecke, 60 Kilometer, einwandfrei.
Vlotringen folgte das Elsass und somit auch die Vogesen, wenn auch nicht mit den größten Gipfeln. Kleiner Zwischenstand nach 80 Kilometern. Bin jetzt in Drullingen. Jetzt kühle ich nicht nur von außen, sondern auch von innen. ...95 Kilometer, also deutlich mehr als die Hälfte. Da bleiben noch 85. Ein schwieriger Anstieg kommt noch. Und jetzt bin ich gerade in Pfalzburg. Bin auf dem Hauptplatz. Aber irgendwie ist hier tote Hose. Da hinten ist wohl noch Kaffee auf. Ich versuche mal was zu trinken zu organisieren. Nach einer ersten kleinen Abfahrt vom Col de Saverne hieß es dann Mittagspause. So, Saverne. Jetzt ziehen jetzt ein paar kleine Wolken auf, das macht die Sache ein bisschen angenehmer. Jetzt noch eine kurze Pause, mal was mit nicht Süßem. So, mal schön fritten. So, nach dem Treibstoff geht es dann weiter und dann Richtung Straßburg. Naja, die Wolken waren weniger hilfreich als gedacht. Es wurde zunehmend heißer. Aber immerhin rückte Straßburg so langsam in greifbare Nähe. Von Straßburg. Nicht vor der Kathedrale, das lasse ich heute sein. Aber immerhin. Geil, oder? Jetzt hatte ich noch überlegt, wo ich noch Wasser herbekomme. Weil zu kaufen bekommt man immer irgendwo was. Aber. Haha, Trinkwasserbrunnen. Saugeil. Noch eine kurze Pause, dann geht es wieder raus aus Straßburg. Und zwar am Kanal entlang. Ganz gechillt. Kilometer sind jetzt, glaube ich, 145, also sind noch 35. Also. Naja, wobei sich diese 35 Kilometer noch ganz schön dahin zogen.
Aber immerhin hat die Sache mit dem Schatten diesmal funktioniert. Auf Wiedersehen Frankreich. Und jetzt geht's zurück nach Good Old Germany. Dieser Morgen begann direkt im Berufsverkehr. Von Schwarzwald-Idylle keine Spur. So, Tag 2. Aus La bin ich jetzt gerade raus. Ja, wie man sieht, Berufsverkehr ohne Ende, Montagmorgen. Aber jetzt bin ich hier auf der alten Landstraße, so heißt der Weg hier. Und es geht schon direkt ordentlich hoch. Temperaturtechnisch viel besser als gestern, leicht bewölkt. Könnte auch mal ein Regenschauer kommen, keine Ahnung. Aber schwül, schwül ohne Ende. Luftfeuchtigkeit abartig. Bin jetzt schon fertig. Das wird hoffentlich im Laufe des Tages besser. Ja, es geht stetig hoch in den Schwarzwald rein. Highlight heute ist dann mit Sicherheit der Rheinfall in Schaffhausen. Gestern war es ja Straßburg. Lassen wir es mal angehen. Nach dem ersten nennenswerten Gipfel ging es danach ganz entspannt der Kinzig entlang. Ich hoffe, dass der Name Programm ist. Oh, es kommt gerade der erste Schauer runter. Nicht wirklich viel, aber man kühlt schön ab. Jetzt hatte ich gerade die Regenjacke weggepackt. Habe mich gerade noch beim Discounter meines Vertrauens noch eingedeckt. Und dann geht es so langsam hoch. Und als es gerade so richtig ungemütlich wurde und die Moral am Tiefpunkt war, traf ich auf Henry, einen Bikepacker aus London. Mit meinem, rudimentären Englisch und seinem quasi nicht vorhandenen Deutsch verstanden wir uns prächtig. Es ist, wie es immer ist. Man trifft wirklich immer Leute. Und gerade jetzt kann man es gut gebrauchen. Es geht hier abartig hoch. Und hier hinter mir ist Henry. Der kommt aus London. Fährt dann heute noch nach Konstanz. Wir zwei quälen uns jetzt hier den Berg hoch. Die nächsten Kilometer bis Villingen-Schwenningen wurden sehr kurzweilig.
Denn geteiltes Leid ist halbes Leid. Da fährt er dahin. Der geht jetzt nach Konstanz. Und ich trinke hier einen Kaffee. Und dann geht es für mich nach Donaueschingen. Jetzt bin ich auf dem Weg nach Donaueschingen. Das sind noch etwa 6 Kilometer. Da freue ich mich natürlich drauf, weil dort die Donauquelle ist. Auch ein kleines Highlight heute. Ausgang Donauquelle. Tür öffnet. Das nenne ich mal einen Pausenspot. An der Donauquelle. Wobei das mit der Quelle ist so eine Sache, da scheiden sich die Geister. Es gibt ja noch den Zusammenfluss von Breg und Brigach. Da gibt es auch noch einen Spruch dazu. Und dieser lautet wie folgt: Brigach und Breg bringen die Donau zu Weg. Und somit erfüllt dieses Video jetzt mit Sicherheit alle Voraussetzungen eines Bildungsvideos. Das nenne ich mal einen schönen Grenzstein. Das ist dann Grenzübergang Nummer 3 von Deutschland in die Schweiz. Und jetzt ab nach Schaffhausen. Und die ersten Meter auf Schweizer Boden rollten sehr gechillt. Das ist jetzt wirklich das erste Mal auf der Reise, dass ich mein Fahrrad schiebe. Da unten vom Rheinfall wieder hoch, keine Ahnung, das sind bestimmt 20%. Nach Schaffhausen folgte an diesem Tag noch ein letzter Grenzübergang, da sich mein Hotel auf deutscher Seite befand.
The same procedure as every day, James. Denn schließlich muss das Bike für die bevorstehende Etappe immer wieder neu fertig gemacht werden. Ziemlich entspannt ging es dann in Richtung Bodensee. Aber mit dem Rückenwind kamen auch leider die dunklen Wolken. Ja, geil, oder? Schönstes Bodenseewetter. Das hatte ich mir irgendwie anders vorgestellt. Kurz vor Radolfzell hat mich jetzt der Schauer doch noch eingeholt. Aber es sieht da hinten wieder ein bisschen heller aus. Ich werde jetzt noch versuchen, einen Supermarkt ausfindig zu machen und noch Proviantzeug zu besorgen. Dann kann ich vielleicht den Regenschauer dort ein bisschen aussitzen. Tatsächlich, Konstanz im Sonnenschein ist der Hammer. Vor 1 bis 2 Stunden für mich undenkbar gewesen. Wenn ich mir da hinten noch das Szenario ansehe, Aber der Sonnenschein hielt gerade mal bis zum letzten Schluck meines Espressos. Von Konstanz aus ging es dann nahtlos nach Kreuzlingen und somit wieder in die Schweiz. All those little moments, the best you didn't catch me looking over your shoulder, just at the right time. Those little moments all led me to you, only God knew about. das Appenzeller Land zeigt sich von seiner schönsten Seite. Das ist das Schloss Hagenwil. Ich habe jetzt etwa die Hälfte der Tour hinter mir. Die ist ja heute nicht ganz so lang. Jetzt geht es aber langsam aufwärts Richtung St. Gallen und Appenzell. Dann würde ich sagen, nächster Halt St. Gallen. Das Appenzeller Land hat mir wirklich richtig gut gefallen. Und das Beste war, dass ich es bis St. Gallen sogar mit Sonnenschein genießen konnte. All those little moments, the best you didn't catch me looking over your shoulder, just at the right time. Those little moments all led me to you, only God knew about. Aufstieg von St. Gallen nach Teufen.
nach St. Gallen und Appenzell wurde die Landschaft deutlich hügeliger und die ersten größeren Gipfel rückten langsam näher. Naja, jetzt muss die Regenjacke doch noch einmal raus. Es wird doch ein bisschen mehr. Naja, für die Abfahrt hätte ich sie ohnehin rausgeholt. Ich habe den Eindruck, das regnet sich hier so am Berg ab. Auf der anderen Seite dann Richtung Österreich sieht es ein bisschen heller aus, abwärts. Eine serpentinenreiche Abfahrt im Regen auf meinen schmalen Rennradreifen. Das ist genau die Situation, die ich mir gerne erspart hätte. So, Freunde der Sonne. Bei gutem Wetter wäre das Ihre Aussicht gewesen. Naja, also ich versuche es mal einzuordnen. Da oben dieser große Kumpel hier, davor, das müsste Liechtenstein sein. Und da, wo der Kumpel irgendwo aufhört, links im Nebel, da ist Österreich. Und irgendwo da unten, da sollte der Rhein fließen. Und da will ich jetzt hin. Für mich, und das hier ist wirklich Worst Case, nasse Straßen, 23 mm breites Slicks und Felgenbremsen. Ja, es ging aber. Da fließt er wieder vor sich hin, der Rhein. Deutlich kleiner als in Schaffhausen. Hier rechte Seite Schweiz, linke Seite Österreich. Bevor ich an diesem Morgen Österreich in Richtung Liechtenstein verließ, hieß es erst einmal Vorräte auffüllen. Wasser, Bananen, Müsliriegel und allerlei kalorienreiche Snacks. Schönen guten Morgen zu Tag 4. Ich bin jetzt raus aus Feldkirch, habe noch schnell Einkäufe erledigt für heute. Bananen, Wasser, was man so braucht. Jetzt bin ich hier schon auf einem entspannten Radweg. Und jetzt geht es gleich rein nach Liechtenstein. Für mich absolutes Neuland.
Ja, so schnell geht's. Hier unter der Brücke fließt ein kleiner Bach. Keine Ahnung, wie er heißt. Und hier Österreich. Mit Joggerin. Und da Liechtenstein. Geil. All my life on lonely nights, you were always there at the same damn bar. I just never looked your way. And I've seen every ocean, but I've never seen a color blue. Look into your eyes. Blue. Okay, Liechtenstein war relativ schnell durchquert, was aber nicht an meiner Geschwindigkeit lag, sondern eher an der Landesgröße. Nach Liechtenstein ging es dann eine ganze Weile entspannt auf dem Rheindamm weiter. Nächster Zwischenstopp war Chur. Die Schweizer mögen es mir verzeihen, aber die Sache mit dem CH bekomme ich einfach nicht über die Lippen. You were always there at the same damn bar. I just never looked your way. Habe jetzt nochmal die Rheinseite gewechselt. Bin ich hier auf einer kleineren, ruhigen Straße. Auf jeden Fall weil ich hier noch 20 Kilometer lang etwa gemütlich mit Rückenwind Richtung Tamins. Ab dann wird es ernst. Ich habe jetzt auf jeden Fall 64 Kilometer. Das ist deutlich mehr als die Hälfte. Das sind dann noch, ich glaube, Moment, 48. Das wird überschaubar. Aber die letzten 30, das werdet ihr sehen, die haben es in sich. Dafür aber mit Sicherheit geil. Das ist der Vorderrhein. Der kommt vom Gotthard, also von der Quelle. Und hier auf der Seite, da kommt der Hinterrhein. Und das ist meine Richtung. Hier fließen die zusammen und sind ab dann der Rhein. Und auf diese Stelle hatte ich mich besonders gefreut, denn von dort an hieß es für mich rein in die Alpen. Vorne ist Thusis. Da ist ein Tal, da geht eine Straße in Richtung Österreich, Davos. Und das hier ist der Weg nach Splügen. Jetzt bin ich auf der alten Splügenstraße, auch genannt Via Spluga oder noch viel schlimmer, Via Mala, was ungefähr so viel heißt wie schlechte Straße.
oder schlechter Weg. Es gibt zwei Möglichkeiten, den Anstieg zu beginnen. Entweder über die Bundesstraße, die ist so ein bisschen gleichmäßiger vom Anstieg, aber die geht auch durch lange unbeleuchtete Tunnel. Oder halt hier auf der Splügenstraße, auf der alten. Das ist halt die Frage. Tunnel gab es natürlich trotzdem auf der Strecke. Das lässt sich halt nicht vermeiden. Die Straße führte mich stetig höher in die Berge, immer entlang des Hinterrheins. Schaut euch das mal an. Da oben liegt Schnee und wir haben Mitte Juli. Wenn ich morgen da oben Schnee sehe, habe ich wirklich alles gehabt an Wetter, was es gibt. Die Sonne macht jetzt mal Pause, was ich nicht so schlimm finde, weil es wird ja schon warm beim Anstieg. Aber man merkt jetzt auch schon, dass es deutlich kühler ist hier oben. Ich weiß nicht, ob man mich bei dem ganzen Rauschen hier hört, aber es ist jetzt verdammt kalt geworden. Es zieht ein bisschen zu. Ja, vielleicht kein Regen, aber es ist wirklich, also 10 Grad. Keine Ahnung. Uhr, Splügen. Eine ganze Stunde früher als sonst immer bei den letzten Etappen. Kann ich jetzt mal schön eine Dusche genießen, vielleicht noch einen Kaffee trinken und dann nachher Abendessen. Die letzte Nacht verbringe ich in Splügen auf 1470 Meter. Vom Pass und damit auch Italien trennen mich noch etwa 9 Kilometer und 600 Höhenmeter. Und dann war es tatsächlich soweit. Der letzte Morgen und der letzte Anstieg bis nach Italien. Ist das krass. Jetzt kommt auch langsam die Sonne raus. Und da oben ist auch tatsächlich schon der Pass. Habe jetzt etwa die Hälfte, bin bei 4,6 Kilometer. Das sieht zwar nah aus, aber jetzt kommen hier jede Menge Serpentinen. Also noch 4,5 Kilometer.
bin noch nicht ganz oben. Habe noch 1 Kilometer bis zum Pass. Bin jetzt im alten Schweizer Grenzhaus. Aber es wird jetzt wirklich richtig kalt. Da reichen auch die Armlinge nicht mehr. Und obwohl es jetzt noch hoch geht, ziehe ich jetzt die Regenjacke an. Und dann kam er, der Moment, den ich mir im Vorfeld schon so oft vorgestellt hatte. Ich würde gleich mit meinem Fahrrad die italienische Grenze passieren. Das ist ein Gefühl, das man schwer beschreiben kann. Ja, total krass, wirklich. Ich stehe gerade auf italienischem Boden. Ja, so richtig realisieren kann ich es noch nicht. Und da hinten, blauer Himmel. Jetzt noch kurze Pause. Das darf man auch nicht vergessen. Und dann geht's auf die Abfahrt. Mein lieber Mann. Die Abfahrt hinunter war wirklich der Hammer. Aber trotz der Sonne arschkalt. Und auch hier folgten Tunnel auf Tunnel und Galerie auf Galerie. It's happening again. Habe ich jetzt mal kurz hier in die Kurve gestellt. Das müsst ihr sehen. Das ist der Hammer. Aufgepasst. Ihr schaut euch mal die Abfahrt hier an. Ist krass, oder? Mit jeder Serpentine ging es weiter ins Tal, bis mit Campodolcino schließlich die erste größere Ortschaft erreicht war. In Chiavenna angekommen. Jetzt wird es auch warm. Jetzt hat die Regenjacke ausgedient. Ich denke, der Windstopper auch. Ist wirklich richtig warm. Unglaublich. Oben auf dem Pass habe ich mir noch den Arsch abgefroren. Und auf der Abfahrt
größtenteils auch. Aber jetzt knallt schon richtig. In Chiavenna kam dann auch ein ganz wichtiger Meilenstein dieser Reise. Mein erster Espresso auf italienischem Boden. Raus aus Chiavenna geht es jetzt auf einem ziemlich coolen Radweg in Richtung Lago di Mezzola. Nach der Abkühlung ging es mal auf Radwegen und mal auf Landstraßen immer weiter in Richtung Comer See. Möglichkeiten der Abkühlung gab es zum Glück ganz oft. Und davon habe ich auch rege Gebrauch gemacht. Erstes Teilziel erreicht. Ankunft am Comer See. Es sind noch etwa 50 Kilometer, 55, aber davon sind noch 4 bis 5 die Fähre von Varenna nach Bellagio. Und jetzt sieht man zum ersten Mal die Gabelung des Sees. Das heißt, hier müsste Varenna sein. Da will ich die Fähre nehmen. Und die geht dann auf die Inselspitze nach Bellagio. Aber zuerst muss ich mal sehen, dass ich möglichst in der Ortschaft hier noch was zu trinken bekomme. Vielleicht noch ein Gelato, weil das Wasser geht mir so langsam aus. Ja, wie schon gesagt, Bildungsvideo. An der Stelle möchte ich noch kurz erklären, warum ich die Fähre in Anspruch nahm. Como liegt am südwestlichen Ende des Sees, aber die westliche Route mit ihren ganzen Touristenzentren wollte ich tunlichst vermeiden. Deshalb beschloss ich, auf der Ostseite weiterzufahren und dann auf die Halbinsel nach Bellagio umzusetzen.
Das war jetzt mal wirklich eine entspannte Nummer. Unglaublich. Komm am Schalter an, 2 Leute vor mir, 5 Minuten später geht das Schiff. Geil, oder? Aber einen kleinen Wermutstropfen gibt es trotzdem. Ich muss hier in Bellagio einmal richtig den Berg hoch. Die Ostseite der Halbinsel fühlte sich schon ein wenig nach Zielgerade an. So, nachdem ich jetzt durch zahlreiche Ortschaften gefahren bin und kein Brunnen mehr kommt und nichts und mir aber langsam das Wasser ausgeht und ich die Birne auch ziemlich heiß habe, bin ich hier jetzt in Lezzeno. Und hier gibt es ein Bagni Pubblici. Und dann war es endlich soweit. Es kamen wirklich die letzten Kilometer. So, ein letzter Tunnel. Hallo, Echo. Ist da wer? Nein. Bin alleine. Kilometer 115. Heißt, noch 10 Kilometer bis zu meinem Hotel in Como. Aber ich kann euch sagen, wenn man den Comer See der Länge nach fährt, so wie ich jetzt von Nord nach Süd, das ist schon verdammt lang. Schon krass. Nach 5 Tagen mit wirklich allen Wetterkapriolen. Heiß, kalt, nass, schwül. Keine Ahnung, was noch alles war. Manche Sachen vergisst man ja auch wieder. Como, am Comer See. War eine heftige Reise, muss man schon sagen. Jetzt habe ich noch einen Kilometer bis zum Hotel. Dann werde ich den Tag gemütlich ausklingen lassen. Und ja, ich hoffe, der Film hat euch gefallen. Wäre ganz froh. Der eine oder andere lässt noch ein Like da, vielleicht sogar ein Abo. Das ist immer ein schönes Dankeschön. Und dann würde ich sagen, vielleicht bis zum nächsten Film. Ciao. Halt, nicht so schnell. Eine wichtige Sache habe ich ja noch vergessen. Eine Sache habe ich noch vergessen, bevor ich endgültig abmoderiere. Eine Sache ist noch zu tun. Ich glaube, ihr wisst was, oder?
Und wenn man dann nach 5 Tagen mit den Füßen im See steht und auf die Stadt schaut, wird einem erst bewusst, welche Reise man jetzt hinter sich gebracht hat.